So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Quarantäne-Talk. Wir warten noch auf unseren Spezialgast, den Kameramann, Trainer, Hausmann, Ehemann, Bike-Bitch, Trainingspartner, Koch, die Liste ist endlos. Herzlich willkommen, Philipp Seib. Wir haben gedacht, wir geben euch mal wieder, Cheers, ein kleines Update. Wer unser erstes Video zum Quarantäne-Training noch nicht gesehen hat, der sollte sich das vielleicht hiervor anschauen, weil wir einige Dinge, die wir dort besprochen haben, nochmal aufgreifen möchten. Da ging es vor allem um mein Training und was jetzt gerade sinnvoll ist. Generell eben auch vielleicht als Tipp für euch, die ihr euch Gedanken macht, wie ihr jetzt die Zeit, wo wir keine konkreten Ziele haben in Form von Wettkämpfen, wie wir die sinnvoll nutzen. Und ja, da kannst du ja mal erzählen, was du mich so hast machen lassen und wie das jetzt so über die letzten Wochen ja schon fast funktioniert hat. Zum letzten Video seht ihr, ich habe eine neue Frisur. Ich habe mir die Haare schneiden. Könnt ihr mal uns mitteilen, mir mitteilen vor allem, wie ich mich angestellt habe. Diese Haare zu schneiden ist nicht einfach, ich sag's euch. Mir tut immer jeder Friseur leid, zu dem der Philipp geht und diesmal ist dieses Schicksal. Also ich finde, du hast es gut gemacht. Also okay, ich fühle mich wohl mit neuer, kürzerer Frisur. Das war auch wichtig, dass der Trainer erstmal glücklich ist und sich wohlfühlt, damit er mir einen schönen Trainingsplan zusammenbastelt. Und was habe ich so gemacht? Du hast Grundlagentraining gemacht, du hast Athletiktraining gemacht. Wir haben ein Schwimmbad aufgebaut. Wir haben uns ziemlich viel Gedanken ums alternative Schwimmtraining gemacht. Und ja gut, da müssen wir mal sagen, im letzten Video haben wir ja noch so gesagt, wir machen uns jetzt erstmal locker mit dem Schwimmen. Und du hast gesagt, Zugseiltraining ist jetzt gar nicht so, soll man es jetzt nicht mit übertreiben, weil es doch dem Schwimmen sehr fern ist. Dennoch habe ich ein kleines Programm zum Mitmachen hochgeladen. Vielleicht hat der ein oder andere das schon gemacht. Und euch ist sicher auch aufgefallen, dass es eben nur 10 Minuten lang ist, also das heißt sehr kurz und deshalb auch jetzt nicht zu vergleichen mit einer Schwimmeinheit, aber es war eben eigentlich ein rundum Athletikprogramm im Prinzip noch mit den Übungen und so ein bisschen die Ansteuerung von der schwimmspezifischen Muskulatur und das war im Endeffekt sinnvoll. Und ich habe gesagt, dosiert einsetzen, dass wir uns keine Überlastung zuziehen. Und trotzdem wurde, ich muss es noch sagen, ich muss jetzt die Einleitung zum Schwimmbad finden, weil die Lage wurde dann doch so, dass ich gesagt habe, ich vermisse das Schwimmen so sehr, dass der Philipp eigentlich die geniale Idee hatte. Ja, wir haben einen Pool im Internet gekauft, also so einen Schaltpool. Zum Glück schon vor Wochen. Mit Beratung vom Sean haben wir einen Pool gekauft und mit Hilfe vom Yoshi haben wir den auch zum Laufen gebracht. Das ist mein. Das ist unser Schwimmtrainer, der auch den Sebi trainierte, der mit mir zusammen die Technikanleitung macht im Schwimmen. Und den haben wir jetzt installiert und heute Mittag warst du im Pool baden. Du warst schon mal vorher drin, aber jetzt hat er inzwischen wohlige 22 Grad. Und das funktioniert. Ja, und ich habe, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich unterbreche den Philipp zu oft, es tut mir leid. Aber ich habe jetzt einen Spiegel am Boden und das ist echt nochmal Next Level Schwimmen. Jetzt habe ich mich zum ersten Mal so richtig von unten gesehen und es war eigentlich ganz cool. Also ich war überrascht, dass ich doch auch ein paar Sachen richtig mache. Sollen wir zusammentragen, was du im Schwimmen alles treibst gerade? Ja. Also, Alternativtraining mit Inline-Skates und Stöcken. Das machst du 3-mal pro Woche eine halbe Stunde. Helm. Dann bisschen Athletik, 2-mal 10 Minuten pro Woche. Also Athletik habe ich ja sowieso schon gemacht. Nur wir haben schon jetzt, sage ich mal, schwimmspezifischer. Ja, ein bisschen schwimmspezifischer. Oder die Zeit einfach genutzt, das nochmal so ein bisschen hochzufahren. Also ich würde schon sagen, dass ich es ein bisschen mehr mache. Einfach weil ich gerade auch mehr Zeit zur Verfügung habe. Ja. Weil die ganzen Schwimmeinheiten wegfallen in der Dauer, in der sie sonst da sind. Genau. Dann hast du einen Skiergometer.
Yes! Das ist so geil. Ich habe echt, ich weiß nicht, ich bin gerade die ganze Zeit hin und her gerissen. Ich will lieber Skiergometer fahren als Fahrrad. Mal schauen, wohin das führt. Aber das macht mega Laune. Und wir haben den Pool, in dem man mal Wassergefühlsübungen machen kann. Man kann am Gummiseil schwimmen, du kannst vorm Spiegel schwimmen, du kannst skullen, du kannst Badewanne mit Hände über Kopf lernen, bis es ohne Neopren funktioniert und ohne Pullkick zwischen den Beinen, dass du einfach stabil an der Wasserlage arbeitest. Und ich glaube, das sind jetzt ganz gute Aufgaben für die Zeit. Genau, also wir haben einfach gedacht, nichts ersetzt das normale Schwimmen, aber was jetzt gerade einfach sinnvoll ist, dass wir eben an der Athletik arbeiten. Da könnt ihr auch zum Beispiel mein Core-Programm machen, also um einen Eindruck zu bekommen, was das für Übungen sind. Da gibt es sicher auch nochmal ein Update mit ein bisschen schwereren Übungen. Dann diese ein bisschen Zugtraining, was ich jetzt eben auch mit den Ski mache, um einfach diese Kraft der Muskelketten, die schwimmspezifisch dann doch am Ende ist, aufrechtzuerhalten, weil die eben beim Laufen und Radfahren nicht trainiert wird. Und in meinem Pool mache ich jetzt keine krassen Schwimmeinheiten, sondern es geht primär darum, dass ich eben das Gefühl fürs Wasser behalte, technische Übungen mache, mich jetzt auch sehen kann. Und ihr müsst aber auch nicht verzweifeln, wenn ihr diese Möglichkeit jetzt aktuell nicht habt, seid ihr trotzdem auch mit den anderen Sachen erstmal perfekt abgedeckt. Erste Disziplin. Haken dran. Was hast da gab es ja noch einige Fragen zu, deswegen ist es gut, dass wir das mal jetzt geklärt haben. Beim Radfahren gab es, glaube ich, die größten Fragen. Du wolltest erklären, wie Over Genau, da hat der Philipp im letzten Video, also es kamen Fragen zu unserem ersten Video, weil wir da so gefreestylt haben und alles Mögliche, hat der Philipp da in den Raum geworfen an smarten Grundlagentraining, Over-and-Under-Struktur, und ich habe dann noch gesagt, ich will meine maximale Leistungsfähigkeit verbessern, und wir wollten jetzt ja nach und nach euch eben Einheiten zeigen, die genau nach diesem Prinzip funktionieren. Ihr habt jetzt schon eine EB-Session, habt ihr vielleicht gemacht, mit mir zusammen absolviert, die 4x4 Minuten, gar nicht lang, 4 Minuten, tun aber ganz schön weh. Das war eben eine Einheit, die sinnvoll ist, und ich wollte kurz erklären, oder der Philipp darf mich gleich unterbrechen, wenn ich völligen Bullshit erzähle. Dieses Over und Under, da kam die Frage auf, was bedeutet das? Und das wollte ich euch ganz kurz erklären. Jeder kennt die Einteilung der verschiedenen Trainingsbereiche. Ich sage jetzt mein Verständnis davon. Das ganz lockerste ist sozusagen regeneratives Training. Dann kommt ein GA1, ein GA2, ein EB, ein sogenannter Entwicklungsbereich, und der Spitzenbereich SB. Und danach ist der Todbereich, Kotzwirkbereich. Ja, und Over and Under heißt im Endeffekt Over and Under von was? Eigentlich von dem Bereich, der wettkampfspezifisch ist, den wir jetzt auslassen, also sozusagen das in der Mitte, GA2. Das trainiere ich jetzt eigentlich nicht, weil das macht mich rennfit und Rennen sind nicht in Sicht. Deswegen konzentriere ich mich da über den Bereich, sprich härter, sowas wie das SB, EB, das die Einheit, die wir gemacht haben, oder Under, was wieder Grundlagentraining bedeutet, und einfach eine gute Basis schaffen. Smartes Grundlagentraining. Philipp, du hast mich nicht unterbrochen, das heißt, es war vermutlich richtig. Ich greife ein bisschen ein. Smartes Grundlagentraining. Deine Grundlage bis zur ventilatorischen Schwelle 1, die nämlich das obere Limit von deinem Under beschreibt, die könnt ihr in der Diagnostik euch zum Beispiel ausweisen lassen. Und oberhalb der ventilatorischen Schwelle 2, das ist das Over, und das, was dazwischen ist, beschreibt ein Trainingswissenschaftler ganz gerne als Blackbox. Da weiß man nämlich nicht ganz so genau, was da passiert. Man kann es schon beschreiben, aber um wirklich... Piep! Dieses Video bekommt Überlänge. Ich glaube, dazu können wir doch mal ein eigenes Video machen. Ich glaube, vom Prinzip her ist es wichtig. Und wie kann jemand, da haben wir noch keine Beispieltrainingseinheit zum Mitmachen dazu gebracht, jetzt gerade sinnvoll die Grundlage trainieren, weil viele von euch denken, das weiß ich, dass Grundlagentraining klassisch bedeutet 4-5 Stunden jetzt Radfahren gehen. Und
einfach aufgrund von der aktuellen Lage ist es ja nicht unbedingt ratsam und in manchen Ländern darf man zum Beispiel auch gar nicht so lange Radfahrten unternehmen oder überhaupt draußen Radfahren und es macht wenig Freude, 4-5 Stunden auf der Rolle zu fahren und deswegen, ich weiß, du hast da ja eine eigene Meinung dazu und was ist jetzt smartes Grundlagentraining? Wie sollte man das jetzt gerade machen? Beispielsweise, wenn man weiß, wo seine ventilatorische Schwelle 1 ist, sich da zum Beispiel eine gewisse Zeit ranarbeiten mit 2 Minuten in der Nähe dieser Schwelle beispielsweise und dann wieder davon abgefallen 4 Minuten zu fahren und dann zum Beispiel wieder 2 Minuten näher ran, wieder 4 Minuten ruhiger, sodass man immer wieder das Rein- und Rausfahren an diesen Positionen übt und dass man damit einen Stoffwechselreiz setzt über 90 bis 120 Minuten. Genau, ich meine, diese Schwellen, die finden wir heraus, indem wir Leistungsdiagnostiken machen. Das ist halt eigentlich der Goldstandard sozusagen, um im Training effektiv zu arbeiten. Die machen wir regelmäßig. Ich sehe ständig, wie ich mich verbessere und wie ich mein Training eben dann anpassen kann. Sprich, das heißt jetzt in einfacher Sprache, ich fahre nicht die ganze Zeit nur super locker, sondern ich bewege mich auch an den oberen Bereich von meinem Grundlagenbereich ran. Ja. Und häufig sind Grundlageneinheiten bei mir durchaus stramm, sage ich mal. Ich weiß aber, dass ich vom Stoffwechsel und noch im Grundlagenbereich bin, aber 2 Stunden oder auch 1,5 Stunden auf der Rolle geben einen satten Reiz und reichen. Genau, und du siehst daran halt, wenn der Variabilitätsindex zum Beispiel bei der Trainingsauswertung eben in die Richtung von 1,01 zum Beispiel geht, dass du sehr konstant in dem Bereich gefahren bist und eben, dass es zum Beispiel keinen Ausreißer nach oben hin hat. Den könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr eure Einheiten studiert, die Auswertung. Ja, genau. Ja. Reicht aber, glaube ich, zum Radfahren. Genau, das war jetzt smartes Grundlagentraining. Over and Under. Haken dran, würde ich sagen. Nachfragen. EBs, V2, Sprints. Das ist genau, alles, da kommt auch nochmal eine Session zum Mitmachen, die dann nochmal in den Bereich geht, also in den Bereich noch über dem EB, wem das noch nicht hart genug war, beziehungsweise das ist auch super wichtig. Ich mache jede Woche eine Session davon, von jeweils. Kommen wir zum Laufen. Das war mein Radtraining und Laufen läuft gut. Laufen läuft gut. Auch da versuchen wir die Motorik und die Technik zu schulen mit Abläufen, mit bahnähnlichen Läufen, wenn wir zurzeit nicht auf den Track kommen. Machen wir die einfach im Wald bei uns und da sind wir zwischen 200 und 400 Meter unterwegs. Dazu haben wir Treppenläufe, Bergläufe integriert und ansonsten einfach ruhige Umfänge, die mit dem Training sind. Es kam die Frage, ob zum Beispiel das, was wir fürs Radfahren gesagt haben, also EBs machen, V2, ob wir das genauso auch beim Laufen machen. Und da habe ich gesagt, ja. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes als zum Beispiel einen das heißt ein Hillrip, Berganlauf, zum Beispiel 10 mal 1 Minute, zügig den Berg hoch und zurückgehen, ist ja nichts anderes als so ein Reiz zum Beispiel. Ganz genau. Also du trainierst deinen Metabolismus. Also du bist einfach dabei, eine metabolische Flexibilität. Und was ich aber halt nicht mache gerade, ist zum Beispiel sowas, was ich sonst mache, um mich auf Rennen vorzubereiten. 2 Kilometer Race Pace, 1 Kilometer locker oder ich laufe auch keine Tausender. Ich laufe auch nichts länger als 400 Meter. 400 Meter. Ja. Als Intervall zumindest. Schnell, ja. Genau. Ja. Also das als unsere Empfehlung zum aktuellen Lauftraining. Vor allem die Zeit auch nochmal nutzen, um wirklich an der Technik zu arbeiten. Sich gegenseitig mal zu filmen und anzuschauen, was man so tut. Das finde ich halt, so wie ich das jetzt gerade als Aha-Erlebnis in meinem Planschbecken erlebe, beim Schwimmen nochmal. Mit Spiegel und Kamera von oben. Ja, ist es vor allem auch beim Laufen, finde ich einfach, da fällt es einem wie Schuppen von den Augen, was man alles so verbessern kann. Und zu dem Thema gibt es aber auch nochmal ein Video, weil übers Laufen kann ich wiederum endlos begeistert sprechen. Und ich hoffe, ihr habt auch bemerkt, dass ich hier meine tollen, wir beide Kick-Ass-Socken anhaben. Anti-Corona-Kick-Ass-Socken, die uns hoffentlich schützen und Superpower geben. Die sind sozusagen auch neu. Was noch neu ist, ist tatsächlich, dass wir mit Assum zusammenarbeiten. Und
woran wir auch gerade arbeiten, ist tatsächlich, dass wir versuchen wollen, dass wir demnächst euch eine Lösung anbieten, wie ihr nach Maßgaben von Lauras Training, an Training wie meine Athleten trainieren, auch die Chance habt, ein Altersklassentraining zu machen. Und da arbeiten wir im Hintergrund dran. Das ist eine junge Plattform, die wird noch einen Augenblick brauchen, um mit vergleichbaren großen Plattformen mitzuhalten, aber sie ist gut am Wachsen. Die nächsten Neuerungen sind wirklich ein schönes Analyseprogramm und ein Import von Garmin-Daten und so weiter. Und da könnt ihr euch, glaube ich, drauf freuen. Genau, es kam auch die Frage, wie du dein Training strukturierst, welche Plattform du nutzt und so weiter. Und das ist halt ein Projekt, wo wir gerade auch diese Zeit nutzen, um viel Energie reinzustecken und wie eben Philipp auch versucht, sein Training jetzt zu strukturieren oder zu planen damit. Und er kriegt super viele Trainingsanfragen und bisher war es halt einfach nicht möglich, denen gerecht zu werden. Und wir suchen aber eben nach einer Möglichkeit und die haben wir jetzt gefunden und wir hoffen, dass das uns ermöglicht, eben ganz vielen von euch da draußen eben auch die Möglichkeit zu geben, so einen geilen Trainer zu haben, wie ich ihn habe. Dankeschön. Cheers. Ich habe keinen Wein bekommen. Ich weiß nicht, was du mir damit Stopp. sagen willst. Du hast dir keinen Wein genommen und du wolltest auch keinen. Von daher, Prost. Schönen Abend euch allen. Auch euch da draußen, bleibt gesund. Ich hoffe, ihr seid noch alle gesund und fleißig. Bewegt euch nicht zu viel und tschüss. Ciao.